Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland, und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir die Welt zu viert und leben unseren Traum. Wir sind jetzt knapp eine Dreiviertelstunde gefahren ungefähr. Ja. Und haben es jetzt zu unserer ersten Sehenswürdigkeit geschafft. Und wir gehen jetzt hin. Und zwar zu einem Steinbogen. Und ja, hier darf Rio nicht mit. Deshalb gehen wir jetzt relativ schnell. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und ja, dann schauen wir uns das an und dann geht's weiter. Und hier oben, es ist wirklich ziemlich frisch. Ich habe da eben schon gesagt, dass die Luft so nach Schnee riecht. Und hier kommen vereinzelt Flocken runter. Ja. Und da hinten in den Bergen, warte, schaut es auch aus, als ob es schneit oder regnet. Also ich sag mal so, wir zählen wirklich mittlerweile schon die Stunden, bis wir nach Mexiko fahren, damit es endlich wieder wärmer ist. Ja, es passt nicht dazu, dass wir jetzt von Süden nach Norden durch den Joshua Tree Nationalpark fahren. Aber wenn wir oben rausfahren, geht es wieder nach Süden. Im Visitor Center im Süden gab es eine Übersicht, auf der stand, dass der Park in 2 Vegetationsstufen eingeteilt ist. Wir sind ja hier durchs mehr oder weniger Hochgebirge hergefahren, wo dann fast hauptsächlich Geröll mit Pflanzen, Büschen und so weiter vorzufinden sind. Und ich denke mal, hier so langsam sind wir zwar noch immer im Hochgebirge, aber es fängt an mit den Joshua Trees. Die sollen angeblich im Norden des Parks noch mehr sein. Ich hoffe es. Aber ich meine, woher hat der Park sonst seinen Namen? Also es muss einen Grund geben. Da sieht man richtig, wie es die Berge da runterzieht. Also, ich denke Schnee, oder? Ich denke, das ist Schnee. Ich glaube schon. Nebel und Schnee. Klar, dass wir das Wetter wieder haben. Okay, jetzt schneit es. Es kann einfach nicht wahr sein. Es ist bitterkalt und es schneit jetzt. Und wir haben eigentlich gedacht, die Standheizung brauchen wir nicht mehr. Jetzt mussten wir sie gestern anmachen. Heute werden wir sie auch wieder anmachen. Wir müssen erstmal tanken. Wir müssen sie erstmal den Tank wieder auffüllen. Wir waren zu optimistisch, aber na gut. Joshua Tree National Park im Schnee, warum nicht? Das ist schön. Ja, schön ist es. Ich glaube, meine Finger frieren. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch überlegt sich auch, wie diese Steine da hingekommen sind? Ich kann es mir nicht erklären.
Wir machen jetzt noch einen Trail mit Rio, den man mit Hund machen darf. Und dann fahren wir raus und hoffen, dass wir wieder von der Hochebene, wo wir hier sind, runterfahren und keinen Schnee mehr haben. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Aussichtspunkt, wo auch Rio mit darf. Und ja, da wir nicht wissen, was wir noch alles sehen hier in dem Park, mussten wir jetzt hier einfach anhalten, weil hier so viele Joshua Trees sind. Das ist echt richtig, richtig cool. Und bei der Ankunft hat man hier hinten in der Entfernung 2 Kojoten gesehen, die hier durch die Gegend streifen. Ich habe noch versucht, sie mit der normalen Kamera einzufangen, aber ich hatte kein Teleobjektiv drauf und sie waren schon zu weit weg. Also ich glaube nicht, dass man es sieht, aber ja, es ist trotzdem immer cool, sowas zu sehen. Und es ist wirklich beeindruckend. Ich finde, die Joshua Trees, die schauen aus wie so aus Dino-Dokus, die Bäume von damals. Ernsthaft, Rio? Rio, Platz. Wir sind jetzt am Aussichtspunkt angekommen und ja, man sieht den Aussichtspunkt schon da oben. Also es sind, keine Ahnung, 100 Meter vielleicht. Aber Rio darf mit. Das ist einer der 2 Wege, wo ein Hund mit darf. Und mit dem Aussichtspunkt beschließen wir dann auch den Park, weil es einfach, ja, bei den Temperaturen ist es zu kalt für Rio im Auto. Die ganze Zeit die Standheizung anlassen wollen wir dann auch nicht, weil es einfach, ja, blöd ist, wenn keiner da ist. Also mögen wir einfach nicht. Und deshalb geht es danach dann wieder raus aus dem Park. Und ja, wir müssen uns einfach damit abfinden, dass in den USA in den Parks es mit dem Hund nicht so einfach ist. Und man vieles halt nicht machen darf. Es hat wieder angefangen zu schneien. Ist das nicht schön? Hier, komm her. Und man hat einen phänomenalen Ausblick. Der Blick wäre super, aber ja. Das gibt's nicht. Vor allem hatte ich wirklich gehofft, dass man hier ein bisschen Ausblick hat. Aber ja, so, dem ist nicht so. Rio, komm. Und damit würde ich sagen, verlassen wir den Park und ja, machen uns einen Glühwein und einen Lebkuchen nachher. Wir sind gerade auf dem Rückweg von dem Aussichtspunkt
Und jetzt fängt es richtig an zu schneien. Der Boden bedeckt sich langsam mit Weiß. Und uns sind jetzt schon, ich weiß nicht, 3 oder 4 Pickups von der Parkverwaltung, von Rangern, entgegengekommen mit Schneeschaufeln vorne. Also ich bin mal gespannt, was die hier für Schnee erwarten. Und so viel zu unserem Plan. Wir fahren diesmal nach Süden ins Warme. Wir sind nach Süden gefahren und haben das Warme wieder nicht gefunden. Nee, wir haben schon geschaut, in Mexiko, also unser erster Anlaufpunkt in Mexiko, soll es um die 18, 19 Grad haben und nachts auch nicht kälter als 8, 9 Grad werden. Also hört sich auf jeden Fall schon viel besser an. Aber ja, ich meine, der Joshua Tree Nationalpark hat auch mit Schnee auf jeden Fall seine Highlights. Ich schnell noch deine Hilfe, ich muss Objektiv wechseln. Ja, machen wir sofort. Sarah ist jetzt nochmal mit dem anderen Objektiv losgezogen. Was bei dem Wetter aber wirklich schade ist, dass zum Beispiel die Aussicht bei dem Aussichtspunkt jetzt nicht so der Burner war. Man hat, ja, jeder kennt es, der auf dem Berg war, bei Wolken, du siehst halt einfach nichts. Und ich glaube sonst, man hat schon eine wirklich tolle Aussicht von da oben. Aber das gehört halt auch dazu, dass wenn man dann vor Ort ist, man hat halt nicht immer das gewünschte Wetter. Und ja, es hat ja auch was. Von der Stimmung her und so hat es ja auch irgendwas, wenn man einfach das Ganze bei Nebel, Schneefall, was auch immer macht. Und ja, so behalten wir es in Erinnerung. Und jetzt geht es dann weiter zum Walmart im Norden vom Park. Dort laden wir das nächste Video hoch und dann, ja, morgen geht es dann Richtung Süden, Richtung Mexicali. Wir sind jetzt gestern noch aus dem Nationalpark herausgefahren und erstmal viele Höhenmeter nach unten. Wir wissen es gar nicht wie viel. Auf jeden Fall ist es hier deutlich wärmer. Heute soll es 14 Grad werden. Und auch da oben auf dem Berg sieht man noch die Auswirkungen von gestern. Es hat alles eine weiße Spitze bekommen. Für uns geht es jetzt auf jeden Fall heute Richtung Mexiko und morgen oder übermorgen werden wir über die Grenze fahren. Wir haben jetzt noch die Versicherung für Mexiko organisiert. Da mussten wir also der Seguro Gringo, Bescheid geben. Wir haben jetzt einen Tarif für Mexiko und sobald wir über die Grenze nach Mexiko fahren, können wir die Versicherung für USA und Kanada stornieren und kriegen die restlichen Tage gut geschrieben. Und ja, heute müssen wir uns halt dann noch die Unterlagen ausdrucken, alles vorbereiten und dann steht dem Ganzen nichts mehr im Wege. Achso, und gestern sind wir hier im Dunkeln angekommen, wussten gar nicht, was uns hier morgens erwartet. Und sind dann mit dem Ausblick hier aus dem Van ausgestiegen. Auf der anderen Seite ist es genauso schön, nicht ganz so spektakulär, aber das zeige ich euch jetzt mal, bevor es dann weitergeht.
T-Shirt-Wetter. Wer hätte jemals daran geglaubt, dass wir mal T-Shirt-Wetter haben hier in Kalifornien, nachdem wir Regen, Schnee und alles hergebracht haben. Und ja, wir haben unsere Autoversicherung jetzt abgeschlossen für Mexiko und sind auf dem Weg nach Mexicali, eine Grenze, die uns ein Amerikaner empfohlen hat zum Passieren. Haben unsere Pässe kopiert und ja, Führerschein für eventuelle Polizeikontrollen und uns eigentlich auf Mexiko ein bisschen vorbereitet, den ersten Campingplatz rausgesucht. Mir ist es immer lieb, wenn man in ein neues Land kommt, erstmal ein bisschen damit vertraut zu werden. Und ich habe mir gewünscht einfach, dass wir die erste Nacht auf jeden Fall auf dem Campingplatz stehen und dann uns einfach ein bisschen weiter umschauen und ein Gefühl immer für das jeweilige Land und die Menschen bekommen. Ja, und wir freuen uns so sehr, dass wir jetzt eigentlich mit unserem Sven, wer hätte das jemals gedacht, mit einem 41 Jahre alten Auto es verschiffen zu lassen und jetzt von Kanada in die USA und jetzt nach Mexiko zu fahren. Kleine Cola-Werbung. Billig-Cola vom Walmart war es, oder? Ja. Schmeckt sehr gut und kostet fast nur die Hälfte. Wir haben jetzt hier noch getankt, damit wir bis zu unserem Nachtplatz in Mexiko ohne Probleme kommen. Und wir füllen jetzt hier noch Wasser auf, damit wir einfach auf der Bar erstmal keine Probleme haben, Wasser zu suchen oder sonst was. Genau, haben wir jetzt hier an der Tankstelle gefragt und füllen es dann auf. Und im Anschluss geht es dann zum Nachtplatz. Ja. So. Unseren provisorischen Deckel wegmachen, der übrigens wunderbar funktioniert. Circa 55 Liter später geht es jetzt weiter. Vielen Dank fürs Anschauen von unserem Video. Wir freuen uns, wenn du ein Abo, Like und Kommentar hinterlässt und uns auch beim nächsten Mal wieder auf unserer Reise weiterhin begleitest. Ich bin gerade wirklich nervlich am Ende. Ich finde meinen Fahrzeugschein nicht und was mir gerade danach aufgefallen ist, ich finde meinen Führerschein nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ich habe jetzt gerade schon einen ganzen Geldbeutel ausgeräumt, alle Dokumente, die ich drin hatte. Ich habe mein Perso, alles da, aber genau von dem hier das Original nicht und mein Führerschein nicht.